Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ich möchte heute mal so eine Art handgeschöpftes Papier machen, aber jetzt nicht mit den üblichen Dingen, die man normalerweise hier nutzt. Ja, ich wollte heute mal, ich habe so viele Ostergrasreste, die habe ich mir jetzt ein bisschen frisselig klein geschnitten. Ja, eigentlich ist das noch zu grob. Ich mache das noch ein bisschen feiner, weil das ist ja natürlich ein bisschen härter. Und dann ist das beim Aufkleben so ein bisschen, ja, ne? Deswegen mache ich das jetzt noch ein bisschen feiner. Und ja, ich habe gerade eben schon 2 gemacht, die sind aber noch am Trocknen und das wird auch wahrscheinlich noch bis morgen dauern, bis das halt richtig trocken ist. So, ich glaube aber jetzt. Und ja gut, die Ergebnisse werde ich euch wahrscheinlich dann auch erst morgen zeigen können. Aber ich habe mir dann so gedacht, wir könnten ja. Aber ist natürlich fies, das Ostergras hast du überall liegen, aber das ist mir jetzt egal. Ist jetzt ja im Bastelzimmer und da ist das ja nicht so schlimm. Da wird dann zweimal die Woche wird dann mal hier gesaugt und dann, ja, ist das wieder gut. Ja, dann habe ich mir ja hier mal so ein Mod Podge selber gemacht. Das ist nicht mehr original da drin, das habe ich ist jetzt selber angerührt mit Tacky Glue und Wasser. Ja, man sagt normalerweise 2 Teile Tacky Glue und 1 Teil Wasser. Ob ich das jetzt genauso gemacht habe, weiß ich nicht. Ich habe das so Pi mal Daumen gemacht. Also meins ist auch relativ, ne, flüssig eigentlich. Ja, ich mache das eigentlich. Okay, da ist was Fieses drin, das mache ich raus. Ja, eigentlich damit ich nachher die Serviette, die ja da drüber kommt, viel besser andrücken auch kann. Und ja, ich mache da ordentlich was drauf, ne? Einfach damit es auch gleich richtig hält, ne? Also wenn ihr, ich habe jetzt hier das vom Action, wo dieser Block, wo diese 3 Farben drin sind. Und ich muss sagen, Wellen tut es sich nicht wirklich so. Also jetzt hierbei, ne? Ja, dann streue ich mir da einfach so ein bisschen was. Weil ich habe nämlich gedacht gehabt, vielleicht kann man ja ein Osterbuch machen. Ein Osterjournal. Und dann sehen ja dieses bunte Geschnüppele bestimmt schön aus, wenn man da mit Hasen arbeitet oder so. Ui, da ist jetzt ein bisschen viel. Ich hoffe. Genau. Hier noch ein bisschen auf den Ecken noch ein bisschen. Genau, und dann nehme ich mir eine Serviette. Das waren jetzt so ganz einfach weiße Servietten. Da habe ich jetzt, ja, die waren halt so. Das waren auch so dünne Servietten. Ah ne, ich wollte das hier erst ein bisschen zusammenknuddeln. Nicht viel, nur ein bisschen, ne? Ja, wenn ich Pech habe, schlägt das natürlich gleich auch wieder Wellen. Und ja, dann ist das so, ne? Dann drücke ich mir das auch direkt
so von oben nach unten an, um so wenig wie möglich an Luft dazwischen zu haben. Naja, so ein bisschen, da kann man natürlich nichts ändern, wenn da so ein bisschen Luft zwischenkommt. Aber man kann schon mal zumindest, und der Rest tue ich mir immer so nach hinten schlagen, damit mir das nicht stört. Genau. Ich muss noch mal gucken, ob ich am Aufnehmen bin. Ja, und dann drücke ich mir das schon mal alles so ein bisschen fest. Wenn ihr merkt, oh, da könnte die Serviette reißen, drückt lieber nicht mehr. Ansonsten müsst ihr später noch mal eine neue Serviette stückchenweise drauf tun. Das geht nämlich auch. Hier ist nämlich auch gerade, sehe ich. Ich glaube, so mit der flachen Hand geht, glaube ich, am besten wie mit den Fingern. Ja, hier war nämlich zu wenig Kleber, merke ich gerade. Hoppala, hier bleiben. Und du auch. Ja, da war zu wenig Kleber. Da müssen wir den gleich noch mal drauf tun. Wie gesagt, ich drücke das immer erst so ein bisschen schon mal an. Ja, und wenn das jetzt gleich gut dran ist, also hier muss ich definitiv noch mal, aber ihr müsst da sowieso noch mal drüber gehen. Und ja. Ja, und so mache ich mir jetzt so ein paar. Natürlich kann man noch einzelne. Wo ihr jetzt denkt, oh, da habe ich aber Luftlöcher, einfach mal so richtig nass machen und dann gut andrücken. Und vor allen Dingen die Ränder gut, damit da nichts mehr rauskommen kann. Ja, so kann man sich wenigstens, ich weiß jetzt gar nicht, wovon ich dieses ganze Ostergras habe. Ich glaube, dass ich das mal von einer Bekannten von meiner Tochter bekommen habe. So verschiedene Farben. Und ja, die Kleine von meiner Tochter, meine Enkelin, die ist also für sowas noch zu klein. Wenn die mal so weit ist, dass ich ihr so ein Osterkörbchen mache, dann wird das eben, entweder wird das neu gekauft oder ich nehme mir so ein gekauftes grünes Druckerpapier und mache mir mit meinem Schneidegerät mache ich mir so grüne Streifen. Dann braucht man dieses Ostergras, was hinterher sowieso in den Müll landet, erst gar nicht zu kaufen. Ich glaube, so habe ich das letztes Jahr oder vor 2 Jahren, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da habe ich aber noch nichts mit Junk Journal gemacht. Ja, da habe ich das nämlich, ja, genau, für meine Geschwister gemacht. Da haben die alle so eine Kleinigkeit bekommen, so ein klitzekleines, selbstgebasteltes Osterkörbchen. Und da habe ich denen da so ein Osterhäschen aus Schokolade reingetan. Irgendwo muss das auch, glaube ich, noch auf Insta oder so stehen. Ich weiß es gar nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall gut angekommen. Wie gesagt, also gut anstreichen, weil das ist ja hinterher sowieso durchsichtig trocknend. Und
Ja, und dann muss das natürlich gut trocknen. Aber ich denke mal, bis spätestens morgen, genau, sollte er trocken sein. Und wenn ihr dennoch seht, dass da wie so Luftblasen hochkommen, gehe ich immer hin und tupfe da einfach mal so immer drauf. Weil dann wird die Serviette so richtig nass eingesaugt. Und dann drücken sich auch die Luftblasen runter. Einfach so, ich mache das nämlich jetzt auch, an manchen Stellen habe ich auch so ein bisschen hochstehen. Also einfach so ein, ich weiß gar nicht, das war glaube ich ein Backpinsel oder so. Ich weiß es aber nicht mehr, aber den nehme ich immer für so eine Matscherei. Genau. Dann saugt sich das nämlich richtig voll und dann kann man das auch gut runterdrücken. Muss man natürlich Geduld zu haben, weil manchmal sind die Luftlöcher richtig aggressiv, wie jetzt hier gerade. Ja, wie gesagt, und notfalls, wenn einem das dann hinterher doch stört, dass es aussieht, als wenn da Löcher sind oder wenn da noch was rauskommen sollte, müsst ihr einfach nochmal so ein Stück Serviette oben drüber kleben. Das geht alles, ne? Aber ich glaube, solche Videos sind schon 100 Mal gezeigt worden. Also gefühlte 100.000 Mal. Und ja, ich denke mal, gucken, ob wir jetzt hier alles richtig am Rand haben. Weil das muss gut eingestrichen werden, damit da auch wirklich hinterher nichts mehr rauskommt. Ja, ich denke mal. Ja, und da mache ich mir jetzt noch ein paar von. Und ja, ich würde mal sagen, dann können wir uns gleich noch mal zu was anderem treffen. Bis gleich. So, und während meine Papiere da jetzt trocknen, wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar, da gab es mal bei Action, das ist schon noch ewig lange her, wo ich die gekauft habe, aber die gibt es mit Sicherheit immer noch da. Das sind so Bücher, da sind so, nee, 3D ist das glaube ich nicht, aber da sind so Ausstandsteile drinnen. Und auf der Rückseite, da sind dann so kleine Kärtchen, so ganz kleine Kärtchen. Und die bin ich gegangen, habe mir die ausgeschnitten, habe mir die auf anderem Papier noch geklebt und habe die jetzt mit der Zickzackschere abgeschnitten, weil ich denke mal, dass man da auch Briefmarken mitmachen kann. So, und dann, also habe ich mir jetzt so gedacht. Und dann habe ich zu meiner Tochter, die Rebecca von Beckys Welt, gefragt: Du, Rebecca, kannst du irgendwas Stempel mit deinem 3D-Drucker ausdrucken, dass das aussieht wie eine Briefmarke? Und dann sagt sie: Mama, versuchen wir. Den zeige ich euch jetzt mal so, weil da brauche ich ja jetzt nichts mehr drauf zu machen. Das wäre ja jetzt Blödsinn. Und dann hat sie mir den gemacht. Ja, kann sein, dass das jetzt nicht sehr dunkel ist, weil meine Patrone, mein Stempelkissen ist nicht mehr gerade so voll. Also ich müsste noch mal auffüllen. Also, aber wie gesagt, das funktioniert einwandfrei. Ja, wie gesagt, dann hat sie mir den hier gemacht und dann hat sie mir noch das hier gemacht. Kann man das erkennen? So, und dann habe ich mir gedacht, so eine Briefmarke braucht ja irgendwie so ein Abstempelgedönse. So, jetzt will ich hoffen, dass das auch gut funktioniert.
Ups. Ja, kann man doch so lassen, ne? Dann habe ich wenigstens wie so eine Briefmarke. Kann man die auch ein bisschen versetzt machen, damit auch das andere ein bisschen mehr drauf ist. Ne, die sind ja auch nicht immer so hundertprozentig ganz genau drauf, ne? Aber ich finde, dass das cool aussieht. Machen wir einfach mal so mittig. Ja, ist doch ganz nett. Und die könnten man jetzt als Briefmarke nutzen. Also jetzt, ne, nur für Junk Journal, ne, ist klar. Oder als mit so einer Heftklammer, so eine, ihr wisst, was ich meine, ne? Und dann als Ephemera so oben dran geklipst, so, ne? Finde ich richtig cool. Gefällt mir total. Ja. Und damit will ich euch nur sagen, wenn ihr auch an sowas Interesse habt, dann, jetzt muss ich mal gucken, was oben, was unten. Dann könnt ihr euch da gerne bei Rebecca auch melden. Ich denke mal, dass sie die auch in ihrem Shop führen wird. Der Shop ist unten in der Infobox verlinkt. Unter anderem auch der Shop von meiner zweiten Tochter, die Wachsmelz, ja, na, also wenn ihr da mal gucken wollt, dann ja, geht doch einfach mal drauf. Ja, und so mache ich mir die jetzt alle. Dann sieht man zwar nicht mal wirklich, was da an Bildchen drauf gewesen ist, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, wenn die gleich getrocknet sind, dann kommen die zu meinen anderen Briefmarken, die ich schon mal gemacht habe. Die könnte ich jetzt eigentlich auch noch stempeln. Ich glaube so rum, ja. Muss man ja nicht so, wer weiß wie dick drauf machen, reicht ja mal kurzer Stempel. Muss ich mal gucken. Ich weiß es nicht, wie rum. Machen wir dann noch mal so einen Stempel. Manchmal werden die auch zweimal abgestempelt. Ja. So hat man schon ganz viele Briefmarken. Ne? Wie ihr seht, klappt super. Ja, ups. Ja. No. Ich finde das eine coole Idee. Die Rebecca gut hingekriegt. Die macht im Moment ja sehr viel, auch für Ostern ist sie gerade dran. Dann hat sie so wunderschöne Sterne noch. Das sind eigentlich für Weihnachten gedacht, aber ich finde mal Sterne und Schmetterlinge, ne? Finde ich, die gehen ja immer. Jo,
das sind jetzt meine Stempel, meine Briefmarken. Wunderbar. Rebecca, ein Löbchen an dich. Guck mal hier, klappt super. Bin ich richtig froh, dass ich jetzt auch mal so ein Stempelchen habe. Ja. So. Das war es dann auch für heute gewesen. Ich wollte euch das nur mal eben zeigen. Die Blätter im trockenen Zustand zeige ich euch morgen, weil die müssen jetzt richtig durchtrocknen. Und ja, so. Und das sind dann meine Briefmarken. Okay, dann bis morgen. Morgen zeige ich euch den, ja, trocken, ne? Okay, bis dann. Tschüss, schlaft gut und ja, oder schönen Abend wünsche ich euch noch und ja, was alles danach kommt. Okay, tschüss.